Du hattest dann ja im Prinzip ein paar Jahre lang eine Doppelbelastung als Spieler und Coach. Ja, Würdest du sagen, dass das immer... bestimmt 8 Jahre. Ja, ja, 8 Jahre ist eine lange Zeit, wenn man das da so Ja. genau betrachtet. Und hattest du das Gefühl, dass es immer gut funktioniert hat? Oder hattest du auch mal so Strecken, wo du gesagt hast, boah, das ist aber ganz schön viel, das Ganze irgendwie? Also Spaß hat es mir immer gemacht. Auch weil man sich dadurch eben als Spieler unheimlich schneller weiterentwickelt, was man da als Trainer gewährleistet. Also lernt und auch umsetzt und selber auch Ideen mit einbringen kann, als in seine eigene Mannschaft, wo man, also dieses Parallelleben in zwei ist unheimlich wertvoll. Genauso wie ich über die Jahre festgestellt habe, dass das Berufsleben und Football, wenn die sich ergänzen, ist das nochmal ein Riesenbonus, den man haben kann, den zum Beispiel Amerikaner nicht haben, wenn sie nur in einem System aufwachsen und die nicht aus der Berufswelt zum Beispiel Prozesse oder bestimmte Methoden lernen, die sie da auch anwenden können. Das ist ein unheimlich wertvolles System, auch dieser Hobbysport, weil ich glaube, dass wir uns dadurch in Deutschland auch schneller entwickeln, was Football angeht, wie zum Beispiel in anderen Ländern, wo du halt wirklich den Beruf ausüben kannst. Und dann bist du aber so fixiert auf diese Sache, dass du es nicht so gut machen kannst. Also es hat immer Spaß gemacht. Es war von Zeit zu Zeit dann doch wirklich eine sehr hohe Belastung, die auch immer mehr angestiegen ist. Es gab immer so eine Sprünge. Also am Anfang war ich ja erstmal wieder kein Nationalspieler bis 2008. Und von 3 bis 8 war das 5 Jahre so, es war okay. Meistens hat das Training der Jugend vor der Herren stattgefunden. Dann hat man am Wochenende mal eine Doppelbelastung gehabt. Das ist ertragbar, wenn es aufeinander abgestimmt ist. Ab 2008 wurde es dann schwieriger, weil ich dann als Spieler nochmal in eine andere Leistungsspitze gegangen bin. Also 2005 war sowieso eine Ausnahme, aber das kommt ja später. Da kommen wir nochmal zu. Aber wenn du jetzt nur den Amateursport betrachtest, wurde das dann nochmal sehr hart für 3 Jahre. Und dann habe ich auch gesagt, okay, 2011, als ich dann auch noch Headcoach wurde und Offense Coordinator von der A-Jugend, nach dem Jahr habe ich auch gesagt, so, das ist too much. Ich muss jetzt erstmal die letzten Jahre, die ich noch als Spieler habe, mich darauf konzentrieren, so gut wie möglich das durchzuziehen. Und danach kann ich immer noch mein ganzes Leben lang Trainer sein. Und dann habe ich da erstmal den Jugendtrainerjob abgegeben und nur noch in Anführungsstrichen die Auswahl weitergemacht, also die Landesjugendauswahl. Okay. Aber das war so, am Anfang war das förderlich und positiv für mich und das hat dann irgendwann die Ausmaße angenommen, wo das dann als Spieler noch in höhere Richtungen ging, dann wurde es einfach zu viel. Okay. Also ja, die Mehrfachbelastung, die auf der einen Seite natürlich Spaß macht, aber Spaß macht, dich weiterentwickelt, du hast noch mehr soziale Kontakte, was beim Football ja uns alle irgendwie anfixt, dass du da so viele Menschen kennenlernst aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, unterschiedlichen Herkünfte, was für Geschichten man alleine hört, also jeder Football ist ja ein Geschichtenfan und das ist unglaublich und dann nur noch 2 Mannschaften zu haben, ist natürlich noch geiler. Ja, und wenn man sich das jetzt so betrachtet, deine Coaches-Laufbahn, Ja, dann warst du 9 Jahre der A-Jugend als DC und HC und dann 5 Jahre danach im Prinzip ja auch im Herrenbereich und dann auch wieder als DC, später dann als HC. Ne, und welchen Unterschied würdest du sagen, hat das Ganze gemacht? Also im Jugendteam zu coachen im Vergleich zum Herrenteam? für mich kaum. Okay. Weil man ja auch als Trainer gewachsen ist. Also in der Jugend am Anfang habe ich halt auch versucht, mich vorzubereiten und das war wirklich so der Lernprozess als Trainer überhaupt zu wissen, okay, worauf kommt es an, was sind die wichtigen Punkte, wie kann ich einem Spieler ordentlich Dinge vermitteln, dann auch da anderen Trainern schon geholfen, wie sie in verschiedenen Positionen was vermitteln können, dann den Wechsel zum Offense Coordinator und dasselbe nochmal auf der anderen Seite zu machen. Und auch Running Back Coach habe ich auch das Jahr gemacht, wo ich OC war. Und das dann alles mitzunehmen und am Schluss so gut vorbereitet zu sein, okay, was kann ich on top machen? Also das ist dann wieder ein ganz natürlicher Wachstumsprozess, dann darauf zu setzen, okay, Spielvorbereitung, was kann man da noch machen? Dann wurde Huddle immer, ich sag mal, kam immer mehr in Mode, Huddle zu benutzen als Online-Tool, um sich auf Gegner vorzubereiten und auch Training nachzubereiten. Und dann da den nächsten Schritt zu gehen, okay, da kann man auch unheimlich viel machen. Und das war dann so für mich der allergrößte Schritt im Herrenbereich, weil das war auch immer eine Sache, die im Herrenbereich als Spieler für mich gefehlt hat. Ich habe zweimal
das erleben dürfen, bei einer Europameisterschaft mitzumachen und als Spieler wirklich zu sehen, was du alles mit einer guten, auch wenn sehr kurzen Vorbereitung auf einen Gegner, mit einem guten Report und jetzt auch in der Interview in dem einen Jahr, was du alles rausholen kannst, wenn du das vorbereitest, wenn du in ein Spiel gehst. Also wirklich die Spielzüge darauf anpasst, was der Gegner macht. Dass du mal genau eine Statistik hast, was er wann, wie oft spielt und was das nochmal für ein nächstes Level in so einen Spieler reinbringen kann. Auch eben am eigenen Leib erfahren. Und das war dann für mich der Schritt, als ich als Herrentrainer angefangen habe, okay, das ist das, was du am meisten fördern musst, weil es ist am Ende egal, wie viel ich im Kopf habe, wenn ich an der Seitenlinie stehe. Und das war das immer so das Jugendtrainer-Syndrom. Die Jugendtrainer, die an der Seite stehen, sagen, hey, du musst da lang und das muss jetzt. Und wenn ich das vorher nicht geschafft habe, das meinem Spieler zu vermitteln, also das Wissen in meinen Spieler reinzukriegen, was ich in der Vorbereitung mir angeguckt habe, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Und das war das, was ich gesagt habe, okay, da kannst du reinsteigen, das ist eine Sache, die du wirklich richtig, wo du dich selber unheimlich nochmal weiterentwickeln kannst. Und das war dann der Schritt für mich in der Herren. Ich hab mal Jahre gehabt in der Amateurmannschaft vorher als Spieler, wo ich amerikanischen Defense-Koordinatoren erklären musste, was ein Ready-Sheet ist. So, wo ich gesagt habe, so, boah, und dann teilweise auch gemacht habe als nicht bezahlter deutscher Amateursportler im Gegensatz zu Vollzeit bezahlten amerikanischen Coaches, die aus Amerika dafür eingeflogen werden. Wo ich dann auch das System so ein bisschen ad absurdum so geführt wird irgendwann. Und das passiert, glaube ich, mehr in Deutschland. Also ich bin kein Einzelfall, was das angeht. Und ja, aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und das war aber das Erste und das Wichtigste für mich im Vergleich zum Herrn, dass die Sozialkompetenz, das Zwischenmenschliche, auch da die sozialen Gefüge, die Gruppendynamik, das ist alles für mich dasselbe geblieben. Die Vorbereitung eines Spielers athletisch oder technisch ist auch dasselbe geblieben. Aber dieses nächste Level, dieses wirklich, und das braucht man dann auch für die zweite Liga, bis ab der zweiten Liga, glaube ich, mindestens, dass du eben ins Spiel nicht nur reingehst und deinen eigenen Kram weißt, sondern auch weißt, wann das am effektivsten ist gegen den Kram, den der Gegner gerade versucht zu machen. Und wenn man das in Spieler reinbringt, das ist so das, was ich im Herrenbereich dann versucht habe, mich da so tief wie möglich reinzusetzen und da auch mich da weiterzuentwickeln als Trainer. Weil das habe ich in der Jugend nicht geschafft. Ich habe schon mal Ready-Sheets gemacht, aber das waren 10 Seiten die Spielzüge der Gegner. Aber ohne Statistik, ohne Spieler, ohne Auswertung, ohne die Spielzüge nochmal gezielt anzupassen auf den Gegner, den man das Wochenende sieht. Und das ist so das Allergrößte. Das habe ich in der NFU gelernt, aber erst fast 10 Jahre später, genau 10 Jahre später als Trainer adaptiert. Okay. Das heißt also im Prinzip hast du die 9 Jahre, sage ich jetzt mal, in der Jugend genutzt, um dich vorzubereiten, um dich selber, also ganz doof gesagt, um dich selber einfach zu schulen und einfach so viel wie möglich mitzukriegen, also zu lernen und dich weiterzuentwickeln, um dann im Prinzip das Gleiche nochmal im Herrenbereich zu machen und dich dann aber in anderen Bereichen nochmal weiterentwickeln. Also durchgehend das, was du auch ganz viel machst mit deinen Schulungen ja auch online im Prinzip, also bei YouTube, dass du versuchst, einen immer weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann man noch dazu lernen und immer weiter schauen, dass man immer darauf aufbauen kann. Ne? Also so wirkt es tatsächlich. Und das auch zu beschleunigen, weil ich selber gemerkt habe, ich habe so lange gebraucht als Trainer, generell ob eine Jugend oder Herren, bestimmte Konzepte, Techniken oder warum man Techniken benötigt oder wie ich eine ordentliche Trainingsplanung mache und all so eine Sachen, die du über Jahre eben als Lehrberuf irgendwo mitkriegst, weil du mitläufst oder das vielleicht von jemand anders mitkriegst oder dann auch mal bei einer Auswahl mitsiehst. Das zu beschleunigen ist, glaube ich, das, wo wir am meisten Potenzial haben in Deutschland, obwohl wir schon europaweit ganz weit oben sind. Aber ich glaube, dass alles unter der zweiten Liga und teilweise auch in der zweiten Liga, und das ist ja das Gros einfach, genau diese Lernkurve nicht so schnell umsetzen kann. Also ich habe es auch damals, wie gesagt, am eigenen Leib miterlebt. Und ich glaube, wenn man die Lernkurve beschleunigt, dann können wir das Footballniveau in ganz Deutschland unheimlich nach oben steigern nochmal. Was sowieso schon europaweit sehr gut ist, aber wir können uns nicht immer nur auf unsere Schlachtschiffe, die vorausfahren, wie Hall, Braunschweig, Dresden, auf die kann man sich halt nicht immer verlassen, dass die das regulieren, was den Unterbau angeht. Und der Unterbau ist halt die 80-90%, wenn nicht sogar die 95%, die wir besser machen müssen. Ja, das verstehe ich. Also du würdest dir im Prinzip, also mal um das als Wunsch zu äußern, wünschen, dass es einfach insgesamt, gerade vom Unterbau her,
ein bisschen strukturierter, organisierter und auch fachlich richtiger, würde ich das mal sagen. Ja. Wenn man es mal so salopp sagen darf. Das heißt nicht, darf. dass sie es falsch machen, aber die meisten lernen wahrscheinlich entweder Autodidakt selber oder aus Büchern. Und das ist halt kein praxisangewandtes Wissen. So, ne? Also dieser Bezug, der muss immer irgendwo da sein. Und dann ist es halt am besten, wenn man sich jemanden sucht, der es weiß. Und in den meisten Fällen hat man das eben nicht, wenn man irgendwo seine Mannschaft hat, die vielleicht 50, 60 Kilometer nur in der nächsten entfernt ist. Ja. Aber das war so für mich so der Sprung zum Herrentrainer war auf jeden Fall das Football-Konzept-Denken noch mehr da reinzubringen. Das davor war immer Techniken lernen, warum brauche ich die Techniken, für welche Systeme braucht man das, also wirklich das ganze Wissen ansammeln, was man braucht, um dann Struktur reinzubringen. Man kann ja nicht sagen, okay, wir brauchen die Struktur und jetzt bauen wir da ein System rein. Du musst ja erstmal, das ist ja das Football, das war nicht mit Lernberuf meine, du musst ja erstmal Systeme kennenlernen. Und irgendwann kennst du dann 80% der Systeme, weil das Rad wird ja auch nicht neu erfunden. Es gibt alle 5 bis 10 Jahre mal nur das Modesystem, was wieder rauskommt, aber wahrscheinlich gab es das auch schon mal. Und das Wissen musst du erstmal aufsaugen und das dauert. Und dafür war es da und danach die nächste Ebene Strukturdenken und vor allen Dingen für mich so dieses, wie kriege ich einen Spieler noch schneller auf dem Feld. Und das ist die Vorbereitung. Ja, okay. Könntest du dir denn so den Sprung zurück zur Jugend nochmal vorstellen? Was meine ich damit? Du hast jetzt Herren, also erst Jugend gecoacht, dann Herren und jetzt zurück, ich würde doch nochmal Jugend coachen, oder würdest du sagen, nee, das ist ein, in Anführungsstrichen, Sprung zurück? Also wie ich als Spieler schon mehrere Hüte auf hatte und auch Trainer war, bin ich jetzt nicht nur Herrentrainer, sondern auch parallel noch Jugendtrainer. Das heißt, ich bin Landesauswahltrainer und Bundestrainer. Also für die Nationalmannschaft coache ich auch die Laienwecker, für die Jugendnationalmannschaft mittlerweile. Das heißt, ich bin immer wieder zurück, weil ich glaube, dass wenn man desto früher mal anfängt, da wirklich richtig guten Grund reinzukriegen, desto schneller beschleunigt ein Spieler auch, wenn er dann ins Erwachsenenalter kommt. Und vielleicht erkennt man dann da sogar schon Talente. Nicht, dass ich mir anmaßen würde, das am besten zu fördern. Es ist für mich eine mega Ehre, das überhaupt machen zu dürfen. Aber ich glaube, dass da wirklich die wichtigste Arbeit in Deutschland geleistet wird bei den Jugendmannschaften. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Ich bin auch ein Freund von Jugend, Fördern der Jugendteams oder jungen Spieler und sowas. Und das finden wir auch tatsächlich mit unserem Hamburg United tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Ja.